herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute zeige ich euch einen speziellen Trillergriff für auf der Altblockflöte den Triller auf dem mittleren G und auf der Sopranblockflöte ist das derselbe Griff, der Triller auf dem mittleren D. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, der Triller, den ich euch heute zeigen will, beziehungsweise der Hilfsgriff dafür, den nenne ich immer den Dschungeltriller. Ich weiß auch nicht, das habe ich mal erfunden, weil der klingt irgendwie so besonders, so ein bisschen glucksig und so ein bisschen speziell. Vor allem, wenn es einem passiert, dass man die Finger nicht ganz so drauf hat, wie sie sein sollen, dann kann der schon mal sehr lustig klingen. Aber wenn man ihn richtig spielt, ist er eine super Alternative zu den normalen Griffen für diesen Triller, weil das sonst ganz seltsam klingen würde. Aber ich erkläre euch das jetzt mal Schritt für Schritt. Es handelt sich um den Triller auf dem mittleren G bei der Altblockflöte, beziehungsweise das mittlere D bei der Sopranblockflöte. Und ich zeige euch jetzt mal den Griff einfach auf dem Trockenen. Das wäre dann so, wo nur dieser eine Finger drauf ist. Dieses mittlere G bzw. D, wenn ihr da einen Triller drüber habt, dann wisst ihr vielleicht nicht, wie der gespielt wird. Der kommt aber sehr häufig vor, dieser Triller. Also einfach, wenn ihr in F-Dur spielt mit der Altblockflöte oder in C-Dur mit der Sopranblockflöte, dann habt ihr den ständig in hochbarocken Sonaten. Und das ist der Triller, wo ich, glaube ich, am häufigsten im Unterricht von meinen Schülern gefragt werde, ach ja, wie ging der noch? Und dann sage ich immer nur, der Dschungeltriller. Und dann wissen eigentlich alle schon Bescheid, ah ja, das ist dieser eine. So, aber wie gesagt, Schritt für Schritt. Also, wenn wir auf der Altblockflöte, ich nehme jetzt mal die Altblockflöte und ihr müsst euch das umdenken auf die Sopran. Es geht ja um die Griffe, ne? Wenn ihr diesen Griff habt, also hier ein G bei der Altblockflöte und ihr habt da ein Trillerzeichen drüber stehen, dann müsst ihr ja trillern mit dem nächsthöheren Ton. So funktioniert ja eben ein Triller. Und das ist in dem Fall das A. Also ihr habt dann A und G. Und wenn ihr jetzt mit diesen beiden Tönen versucht, ganz normal zu trillern, indem ihr die beiden Griffe abwechselt, dann funktioniert das nicht. Das klingt dann ganz komisch. Weil natürlich von diesem Griff, von dem G zum hohen A, der Registerwechsel stattfindet. Also ich muss dann zu einem überblasenen Ton gehen und deshalb funktioniert das nicht. Deshalb nehmen wir einfach sowohl für das G als auch für das darüberliegende A einen Hilfsgriff. Denn das G kann ich statt normal auch einfach so spielen und das ist dann nämlich auch ein G. Es ist ein kleines bisschen tiefer als das andere, aber in der Schnelligkeit des Trillers fällt das überhaupt nicht auf. Beziehungsweise ihr könnt dann auch ordentlich laut blasen, das könnt ihr dann auch korrigieren. Und das A, das kann ich auch anders spielen mit einem Hilfsgriff. Dann kann ich die beiden kombinieren. Dann habe ich A und G. Ihr habt also für beide Töne einen anderen Griff. Und an sich ist dieser Hilfstrillergriff nicht schwer. Das Schwierige ist nur, dass ihr ihn in dem Moment, wo der Triller zu spielen ist, einsetzen müsst und nicht eure eingeschliffenen Gewohnheiten mit den normalen Griffverbindungen machen müsst. Es kommt auch mal vor, dass ihr vorher auch schon ein A habt.
Und dann könnt ihr euch eigentlich entscheiden, spielt ihr das vorherige A noch mit dem normalen Griff und steigt dann um auf dieses andere A, oder spielt ihr das erste A auch schon mit diesem offenen Hilfsgriff, was ich aber nicht empfehlen würde, ist ein bisschen gefährlich, weil der kann überkippen. Deshalb würde ich das nicht machen. Und umgekehrt könnt ihr auch den Triller, das ist aber schon ein bisschen komplizierter, das würde ich erst im zweiten Schritt machen, wenn ich das richtig drauf habe, diesen Griff. Ihr könnt den Triller auch mit dem echten A anfangen und dann umsteigen auf Hilfsgriffen. Dann müsst ihr aber auch blitzschnell den Daumen hinten loslassen. Ich würde euch raten, wenn ihr das nicht so oft gemacht habt oder immer wieder euch es passiert, dass ihr im Stück denkt, ach so, ja, wie war der noch? Dass ihr einfach standardmäßig einfach so anfangt und dann den Finger drauf. Und das ist was wie mit einem Sport machen. Man muss sich ein bisschen zwingen dazu, dass man das immer macht. Und wenn ihr das mehrmals wirklich eingesetzt habt, euch überwunden habt, diesen Triller wirklich jetzt zu können und an der Stelle einzusetzen, könnt ihr den wirklich irgendwann wie im Schlaf. Und das erleichtert euch wirklich das Blockflötenspiel, weil dieser Trillergriff ständig vorkommt. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt erfassen können, ihr habt das verstanden. Ich hoffe, meine Demonstrationen waren so deutlich, dass ihr das jetzt für euch umsetzen könnt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das verstanden habt, ob ihr Fragen habt. Ich antworte euch gern. Schreibt mir auch gerne eine Mail. Ich versuche alles zu beantworten. Und ja, dann würde ich sagen, viel Erfolg bei der Umsetzung und verabschiede mich wieder bis nächsten Freitag. Tschüss!